Hallo meine Lieben, ich wollte euch ja gerne mal ein Video über meine Acrylfarben drehen und habe euch mal so ein paar aufgetragen und die Konsistenzen gezeigt. Ich habe am Ende zum Beispiel auch nochmal meine Metallic-Farbtöne vorgestellt, welche ich da jetzt so ausprobiert habe und lasse euch daran teilhaben, wie ich die finde. Genauso stelle ich euch jetzt erstmal meine ganzen verschiedenen Marken und Arten von Acrylfarben vor. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche Konsistenzen und im Laufe der Zeit hat sich ein bisschen was bei mir rauskristallisiert, welche ich nun mal gerne mag und welche weniger. Und ich hoffe, es bringt, wie gesagt, dem einen oder anderen irgendwas. Es wurde jedenfalls schon öfter danach gefragt und deswegen dachte ich, ich stelle die jetzt mal vor. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Schaut auch gerne meine anderen Paint With Me Videos, wo ich diese Farben auch anwende. Dieses Video ist nicht gesponsert oder sonst wie. Ich gebe hier einfach meine Meinung wieder, so wie ich die Farben eben finde. Es gibt ja auch einige Marken, die ich nicht so toll finde, die ich nicht empfehlen kann. Darüber erzähle ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was. Und jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß! Das hier in den Pipettenfläschchen sind sogenannte Acryltinten von der Marke Liquitex in dem Fall. Die habe ich mir einfach mal irgendwann bestellt, um die auszuprobieren. Es sollen auf jeden Fall sehr satte und klare Farbtöne sein. Die sind auch sehr gut vermischbar mit anderen, etwas pastoseren Farbtönen. Und ich finde, wenn man einfach eine intensive Pigmentierung braucht, dann kann man sehr gut zu diesen Acryltinten greifen. Das hier sind alle meine Farben von Sostrene Grene, sind ganz normale Acrylfarben mit einer cremigen Konsistenz. Ich stelle die euch nachher auch nochmal einzeln vor, wie da die Konsistenzen sind. Dann habe ich hier Acrylfarben von der Marke Rico Design. Die benutze ich schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, das sind sogar die ersten Acrylfarben, die ich jemals gekauft hatte von dieser Marke. Auf jeden Fall auch sehr hochwertig, finde ich. Das sind die sogenannten Acrylic Fluids, die benutze ich auch manchmal ganz gerne und die haben eine sehr dünne, transparente Konsistenz und sind halt sehr gut verteilbar. Hier habe ich noch eine spezielle Acryltinte in so einem metallischen Farbton. Die sollen auch so ein bisschen leichter und fluffiger sein und halt wirklich sehr dünnflüssig. Da bin ich mal gespannt, wie die sich so auf der Leinwand machen. Ich habe sie bisher noch nicht ausprobiert. Hier habe ich noch ein paar von den Acrylic Gouache von Liquitex. Das sollen sehr satte Farbtöne sein, die in einer dünnflüssigen Konsistenz daherkommen, also wie so eine normale Gouache, nur eben für Acrylbilder geeignet. Und die haben so ein leicht mattes, kreidiges Finish am Ende, aber sind eben gut verträglich auch mit anderen Acrylfarben. Dann habe ich natürlich auch die normalen, in Anführungsstrichen, Acrylfarben von Liquitex. Da gibt es auch unterschiedliche Konsistenzen. Manche sind ein bisschen deckender, manche weniger deckend. Aber eigentlich steht es auch immer auf der Verpackung drauf, ob das jetzt eine deckende oder eine durchscheinende Farbe ist. Auf jeden Fall ist da die Qualität auch sehr gut, wie ich finde. Dann habe ich hier noch so ein paar Basic-Neutral-Farbtöne von Art Creation von Talens. Sind auf jeden Fall recht preisgünstig und trotzdem sehr gut, wie ich finde. Ich habe ja auch schon sehr viel ausprobiert, auch die Eigenmarken von Bösner und so, und ich fand die alle nicht so toll. Und hier habe ich jetzt nochmal von Pebeo mir so ein paar metallische Farbtöne zugelegt, auf Empfehlung einer Abonnentin hin, und die probiere ich später in diesem Video nochmal aus und zeige euch die Konsistenzen. Dann habe ich hier noch einen Schwarz von Van Bleiswyk. Das ist eine recht günstige Farbe von Action. Das sind tatsächlich auch so Farben, die ich nur im Notfall kaufen würde, wenn sonst nichts anderes gerade verfügbar ist und man schnell was braucht. Ich habe davon auch das Weiß zum Beispiel gehabt und das ist alles okay, aber es ist halt wirklich eher so eine Einstiegsqualität, die halt nicht besonders deckend ist, und deswegen kaufe ich die auch nur im Notfall. Ich muss auch dazu sagen, dass sich meine Farben natürlich häufiger mal gewechselt haben. Also ich hatte zum Beispiel auch Farben von Sennelier, die finde ich überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Die sind recht teuer und man bekommt die auch im Künstlerbedarf, aber mich haben die einfach überhaupt nicht überzeugt. Als ich die aufgemacht habe, waren die teilweise schon angetrocknet und so hatten eine ganz komische Konsistenz, und deswegen stelle ich euch die heute auch nicht vor, weil ich die einfach leer gemacht habe und glaube ich auch nie wieder kaufen werde.
Das ist hier eigentlich keine richtige Acrylfarbe, sondern ein Medium, aber ich zeige euch das trotzdem, weil ich das häufiger mal verwende. Ich zeige euch jetzt als erstes die Konsistenz der Sostrene Farben. Die benutze ich wie gesagt sehr gerne. Und da trage ich mir jetzt einfach mal ein paar Farbtöne auf die Leinwand auf, die ich mir da drunter gelegt habe und vermische die dann auch so ein bisschen, damit ihr sehen könnt, wie die so arbeiten. Ich finde, sie haben auf jeden Fall eine schöne, satte, cremige Konsistenz und lassen sich auch sehr gut verteilen und auch ineinander mischen, weswegen ich auch von der Qualität absolut überzeugt bin. Ich finde, hier ist einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, so eine kleine Tube kostet 2 oder 3 Euro oder so und man bekommt sie leider auch nur in diesen kleinen Tuben. Aber mir ist es ehrlich gesagt egal, ich kaufe sie trotzdem, weil ich einfach die Farben so schön finde und weil sie halt nicht allzu teuer sind. Hier seht ihr auch, wie ich die Farben ineinander mische. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich ein Gemälde male, dass ich einfach die Farbtöne direkt ineinander mische. So bekommt man immer ganz einzigartige Farbtöne. Dann geht es jetzt hier weiter mit Rico-Design. Davon habe ich aktuell nur 2 Farben. Einmal das Magenta und dann das Phthalo-Türkis. Dieses Wort ist einfach ein Zungenbrecher. Und bei denen steht auf der Packung auf jeden Fall immer drauf, wie hochdeckend die sind. In dem Fall ist es nicht die volle Deckungskraft sozusagen, sondern eine Stufe darunter. Das seht ihr an der Anzahl der Sterne, die da drauf sind. Und hier seht ihr auch, dass die so ganz, ganz, ganz leicht transparent sind, aber schon auch sehr gut gesättigt. Und das Phthalo-Türkis macht sich sehr gut übrigens auch mit Titanweiß, wie ich finde. Dann geht es weiter mit Liquitex. Hier seht ihr auch immer die Symbole da drauf, die zeigen an, wie deckend diese Farbe ist. Das Bright Aqua Green auf der linken Seite zum Beispiel ist extrem deckend, während das bei dem Primary Blue ein bisschen abgemildert ist. Ich glaube, die Sonne da drauf steht für Lichtechtheit oder sowas und dieses Kästchen zeigt eben an, wie deckend die Farben sind. Hier seht ihr auch genau das, was ich meine, wie deckend die Farbtöne sind, zeigt sich auch hier auf der Leinwand, nämlich das Primary Blue, was weiter unten ist ein bisschen transparenter als das Bright Aqua Green, aber trotzdem beides sehr wunderschöne, satte Farbtöne. Was ich übrigens links gemacht habe, ist, dass ich das Phthalo-Türkis mit dem Magenta gemischt habe und dadurch habe ich so einen schönen, tiefen Burgunderton bekommen, der so ein bisschen abgemildert ist. Also wenn ihr Farben mischen möchtet, dann mischt auf jeden Fall so eine Art Komplementärfarbe ruhig da rein. Dann könnt ihr die ein bisschen abmildern vom Farbton her. Dann kommen wir als nächstes zu den Art Creation von Talens. Da habe ich einmal das Titan Buff Deep oder Titan Buff Deep und das Titan Weiß. Dann habe ich noch ein Neapelgelb hell rötlich und ein gebranntes Sienna. Das sind momentan meine Lieblingsfarben von dieser Marke, die trage ich euch jetzt auch einmal auf die Leinwand auf. Sind alle sehr schön deckend. Also auch hier bei dem gebrannten Sienna ist es wirklich eine schöne deckende Farbe. Auch auf diesen Farbtuben gibt es dieses Kästchensystem. Also wenn ihr am Anfang geschaut habt, dann seht ihr ein ausgefülltes Kästchen. Das bedeutet immer, dass die Farbe sehr deckend ist. Hier kann ich das auch noch mal so ein bisschen verdeutlichen, indem ich das auf der Leinwand verteile. Die ist richtig schön cremig und satt und auch für den Preis völlig in Ordnung und die kaufe ich wirklich sehr gerne. Von Weiß und Titan Buff brauche ich auch immer sehr viel, deswegen lohnt sich das für mich, da auch mehr zu kaufen. Und zum Glück gibt es sie auch in größeren Verpackungen. Das ist hier die besagte schwarze Farbe von Van Bleiswyk von Action. Das ist einfach eine sehr dünnflüssige Konsistenz. Bei dem Schwarz, das benutze ich gar nicht so häufig. Dadurch macht mir das nicht so viel aus. Ich benutze es einfach, bis es zu Ende ist. Aber wenn man mal ein Schwarz braucht, dann ist es auch okay, wenn man mal so ein günstigeres hat. Nur sind die halt nicht besonders deckend, die sind halt sehr transparent. Ich muss sie jetzt nicht nochmal neu kaufen, aber fürs Ausprobieren war es auf jeden Fall ganz gut. Dann kommen wir zu den Acrylic Fluid Farben von Liquitex. Die sind auf jeden Fall wieder sehr schön satt, haben aber eine
extrem flüssige Konsistenz, also sind bestimmt nicht für alles geeignet. Wenn man viel mit einem Malmesser zum Beispiel arbeitet, finde ich die eher nicht so praktisch. Aber dafür finde ich sie umso besser, um einfach so ein paar Farbakzente zu setzen oder vielleicht auch die mit dem Pinsel so ein bisschen aufzuspritzen auf das Bild. Also alles, wo man halt eine dünnflüssige Farbe gebrauchen kann. Dieses irisierende Weiß hatte ich zum Beispiel in den letzten Gemälden auch gerne benutzt. Das ist allerdings sehr transparent, also da hätte ich mir ein bisschen was Dickeres gewünscht. Während dieses Türkis zum Beispiel viel deckender ist und auch das Orange. Es ist halt einfach eine schöne, satte Farbe und ich finde auch zum Beispiel bei Rakelbildern, dass man die sehr gut auch als unterste Farbschicht nehmen kann. Lassen sich sehr schön verteilen und auch ineinander mischen und das mag ich halt auch ganz gerne. Da so ein bisschen mit rumzuspielen. Hier seht ihr zum Beispiel genau, was ich meine mit dem irisierenden Weiß. Das ist wirklich eine richtig dünnflüssige Farbe. Aber schaut mal, was jetzt passiert, wenn ich das mit diesem Türkis zusammenmische. Ich finde, das ist einfach so ein richtig schöner Wasserfarbton. Und wenn man so ein bisschen in die Aquarellrichtung malen möchte, aber dafür Acrylfarben benutzen will, dann finde ich die Acrylic Fluids richtig gut geeignet. Hier kann man sich zum Beispiel auch so ein richtiges Karibik-Türkis zusammenmischen. Ich finde, mit solchen dünnflüssigen Farben kann man einfach ein bisschen mehr Transparenz in Gemälde reinbringen. Man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man die mit Brauntönen oder so zusammenmischt, dass das Bild dann nicht zu verwaschen und bräunlich aussieht. Aber ihr seht es ja hier auch, ich kann die alle einfach so direkt ineinander mischen und es sieht trotzdem immer noch sehr schön satt und einfach farbintensiv aus. Und dann kommen wir jetzt hier zu meinem Acrylic Gouache. Die kommen in diesen kleinen Fläschchen und das sind sehr deckende Farben, die etwas matt auftrocknen und halt so ein kreidiges Finish haben sollen, also wie die klassischen Gouache-Farben. In diesem Fall sind es aber Acrylfarben. Das eine ist ein bisschen deckender als das andere, das seht ihr auch hier wieder an den Kästchen. Es ist ja von Liquitex und die haben ja dieses Farbsystem mit den unterschiedlichen Sättigungsgraden. Wenn das Kästchen ausgefüllt ist, bedeutet das, dass es eine sehr deckende Farbe ist. Natürlich sehr dünnflüssig auch, aber wirklich richtig schön satt und deckend und mit denen male ich zurzeit wirklich sehr gerne, muss ich sagen, weil man sie auch super verteilen kann und die echt sparsam in der Anwendung sind. Wenn man zum Beispiel einen schönen cremigen Farbton haben möchte, also so ein ganz warmes Weiß, dann kann man einfach sein normales Titanweiß benutzen und so einen kleinen Tropfen von dieser Acrylic Gouache mit reinmischen, zum Beispiel von dem Yellow Oxide, das benutze ich ganz gerne dafür. Ich finde, das ergibt einfach so einen richtig schönen Cremeton. Dann kommen wir zu meiner Acryltinte. Das ist hier die Acrylic Ink von Liquitex. Die hatte ich ja am Anfang auch schon vorgestellt. Und das ist wirklich eine sehr dünnflüssige, intensive Farbe. Die sind sehr hoch pigmentiert, also man sollte auf jeden Fall damit sparsam sein. Mir ist es auch schon mal passiert, dass die an meiner Kommode runtergelaufen ist und ich habe die Farbe kaum rausbekommen. Also es ist wirklich sehr intensiv. Hier ist die Deckkraft der Farbe übrigens auch wieder in diesen Kästchen angegeben, wie bei allen Farben von Liquitex. Und ich finde die halt sehr gut, um sie in andere Farben, die ein bisschen cremiger sind, reinzumischen. Also einfach, um die Farbe nochmal zu intensivieren. Oder auch, um sie alleine zu benutzen und so eine Art Aquarelleffekt zu haben. Nur, dass es halt hier auch wiederum eine Acrylfarbe ist, aber es ist halt dieselbe Art. Es ist halt eine sehr wässrige Farbe, die aber sehr hoch pigmentiert ist. Bei meinen Metallic-Farbtönen starte ich jetzt auch nochmal mit Sostrene Grene. Ist einfach der goldene Farbton von dieser Marke. Das zweite ist die 350 von Pebeo. Das ist ein etwas rötlicheres Gold. Dann kommt die 352, das ist auch ein sehr schönes klassisches Gold, wie ich finde. Und als letztes die transparente Aerocolor-Farbe von Schminke, ein sehr transparentes Gold in Flüssigform. Dann habe ich hier noch einen Silberfarbton von Sostrene Grene und den vergleiche ich mit dem Silberfarbton von Pebeo. Das unterste ist jetzt der Farbton von Sostrene Grene und ich finde, der ist wirklich auch sehr schön deckend. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem von Pebeo, der da drüber jetzt kommt, den ich gerade bearbeite,
da ist gar nicht so krass viel Unterschied. Also ich finde, diese Farben von Sostrine Grene, die verblüffen mich immer wieder, wie cremig und intensiv die sind. Und von Pebeo, die Farben sind einfach auch wunderschön. Also die haben eine tolle Konsistenz, lassen sich super verteilen. Das Einzige, was sich nicht so gut verteilen lässt hier mit dem Marderspachtel, ist halt diese Aero-Color. Aber das war ja zu erwarten, das ist ja auch eine Acryltinte. Ich finde auch das Silber von Pebeo und Sostrine Grene, die ähneln sich eigentlich ziemlich stark, wobei das von Pebeo ein bisschen kühler vom Farbton her ist, aber sie sind beide einfach wunderschön und sind sehr cremig und lassen sich auch gut auf der Leinwand verteilen. Ich habe jetzt hier nochmal alles beschriftet, damit ihr das nachgucken könnt, welche Farbe jetzt was ist, weil da kommt man ja auch ein bisschen durcheinander. Ich denke mal, diese Acryltinte von Schminke, die ist einfach für diese Zwecke auf Leinwand nicht so gut geeignet. Ich glaube, die würde ich eher auf Papier oder sowas benutzen, um eher so zarte, transparentere Bilder zu malen oder vielleicht auch, um die irgendwo reinzumischen, aber jetzt nicht, um einen schönen satten Goldeffekt zu bekommen. Da finde ich auf jeden Fall die Sostrine Grene und die von Pebeo, die nehmen sich eigentlich nicht viel. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Farbtöne 350 und den von Sostrine Grene vergleicht, dann sind die sich ja schon sehr ähnlich, während die 352 von Pebeo doch ein bisschen einen anderen Farbton noch hat. Und ich finde, beides ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung für meine Acrylfarben. Bin froh, dass ich die ausprobiert habe. Vielen Dank nochmal an meine Abonnentin für den Tipp. Um das Ganze einmal zusammenzufassen, ich habe natürlich auch schon sehr viele Marken ausprobiert und kann auch einige empfehlen. Zum Beispiel ist auch Winsor & Newton eine wunderbare Marke für Acrylfarben. Ich habe sie nur einfach aktuell nicht da, weil ich eben andere habe und die zuerst benutzen möchte, aber ich bin mir sicher, dass die bei mir auch nochmal irgendwann einziehen werden. Natürlich sind auch die Acrylfarben von Schminke total hochwertig und die kann ich auch definitiv empfehlen. Da hatte ich, glaube ich, mal das Olivgrün von oder so. Und ich habe bestimmt auch noch andere Marken mal ausprobiert, die ich jetzt hier vergessen habe. Das sind jetzt aktuell die ich da habe. Ich benutze die ja immer, bis sie aufgebraucht sind und kaufe dann erst wieder neue. Also bei bestimmten Farbtönen brauche ich halt immer ein paar auf Lager, aber auch so bei den grünen Tönen zum Beispiel, da wechsle ich auch immer mal die Marke. Nur weil ich jetzt hier einiges von Liquitex benutze, heißt es nicht, dass zum Beispiel Amsterdam oder Winsor & Newton nicht auch richtig gut sind. Also Amsterdam ist definitiv auch sehr empfehlenswert. Hätte ich fast vergessen, aber auch eine sehr bekannte Marke dafür. Das ist einfach so die Auswahl, die bei mir aktuell zu Hause ist und ich hoffe, ihr konntet davon etwas mitnehmen und es hat euch gefreut, die mal zu sehen, auch so in Aktion und wie ich die zusammenmische. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.